Jetzt zur kalten Jahreszeit ist es wieder schwierig, mit Blechblasinstrumenten draußen zu spielen. Wieso? Man hat ständig den Wechsel von einem kalten Mundstück auf warmes Lippenmaterial. Dann spielt sich's warm, das Stück ist schon vorbei und danach kommt das eiskalte Mundstück mit dem nächsten Stück wieder an die Lippen. Dass das unser Lippenmaterial reizt, das ist natürlich klar. Es gibt Mundstückhersteller, wie zum Beispiel hier die Firma Brandt, die hat verschiedene Mundstücke der Trompetenpalette in Kunststoff, Spezialkunststoff in dem Fall, gefertigt. Und der Vorteil ist, dass der Kunststoff nie so stark auskühlt wie eben unser standardmäßiges Metallmundstück. Das heißt, ich habe keinen so einen großen Temperaturunterschied, wenn es vom Nichtspielen zum Spielen geht. Und somit ist natürlich das für unser Lippenmaterial besser als dieses eiskalt und wieder warm und wieder kalt und so weiter und so fort. Ich denke, du weißt, wovon ich spreche. Klanglich ist es natürlich auch interessant. Ich habe hier ein 1,5 C Bach-Mundstück und wir stellen das mal klanglich gegenüber. Also erstmal das Metallmundstück, weil regulär spiele ich das ja auch. Und direkt das Kunststoffmundstück. Also klanglich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Man merkt, wenn man etwas länger spielt, dass der Klang, wenn man dann aufs Metallmundstück wieder wechselt, doch ein anderer ist. Auf dem Metallmundstück finde ich, klingt er insgesamt ein bisschen edler. Also so diese Nuance, wo man sagt, ah ja, der Ton, der hat Kern, den habe ich bei dem Mundstück zwar auch, aber nicht so ausgeprägt wie beim Metallmundstück. Das kann natürlich ein großer Faktor sein mit dem Gewicht, das ein Kunststoffmundstück mit sich bringt. Die sind natürlich wesentlich leichter als ein Metallmundstück. Also nur, wenn man es in der Hand hält, merkt man schon, das ist ein Fliegengewicht gegenüber jedem Metallmundstück. Deswegen gibt es auch den Booster, der bringt letztendlich wieder Gewicht zum Mundstück dazu. Ich hatte das Gefühl, dass wenn ich nur mit dem Kunststoff-Mundstück spiele, dass die Töne in sich etwas variabel waren. Also so dieser 100%ige Kern war meines Spielgefühls nach etwas variabel. Dort angerufen, Booster bestellt, draufgepackt und seitdem ist er auch drauf, weil ich jetzt das Gefühl habe, wenn ich die Töne spiele, jetzt stehen sie wieder wie eine 1. Also absolut stabil in sich. Die gibt es in allen möglichen Ausführungen, auf jeden Fall dort mal bei einschlägigen Musikhäusern auf der Homepage nachgucken. Eventuell ist auch deins dabei, ansonsten dort anrufen, dann lässt sich das mit Sicherheit auch organisieren. Ich bin immer ein Freund davon, keine großen Experimente zu machen. Das heißt, wenn du ein Mundstück spielst, wie zum Beispiel ein 1C, dann schau, dass du auch ein identisches Kunststoff-Mundstück bestellst. Die liegen preislich um die 55 €, also absolut okay vom Preis her. Mittlerweile kosten die Metallmundstücke, wenn man die bestellt, auch 70, 80, 90 € oder eben mehr. Das heißt, mit dem Kunststoffmundstück tut man sich was Gutes zur kalten Jahreszeit und man stürzt sich dabei auch nicht in Unkosten. Das heißt, es ist absolut im Rahmen. Meine Empfehlung, bestell dir den Booster dazu, damit du wieder einigermaßen ein Gewicht auf dem Mundstück hast und die Töne einfach insgesamt vom Tonkern her besser zu treffen sind. Das ist eine wunderbare Kombination. Wenn du sowieso Probleme hast mit Allergien, Silberunverträglichkeit, Gold und so weiter und so fort, dann ist ein Kunststoffmundstück genau das Richtige für dich. Damit wirst du keine Probleme haben. Aber wie gesagt, nimm Mundstück und Booster in Kombination, dann hast du auf jeden Fall eine gute Kombination aus Mundstück und etwas Gewicht, das eben das Kunststoffmundstück wieder bekommt. Und du wirst bemerken, das fühlt sich wunderbar angenehm an. Und du hast den Vorteil, die kalte Jahreszeit macht dir beim Spielen nicht so viel aus. Hast du Erfahrungen mit Kunststoffmundstücken, Holzmundstücken etc. pp., dann gerne ab in die Kommentare. Ansonsten lass am Ende gerne ein Like und Abo da. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompete spielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.